Weidmannsheil. Diesmal nehmen wir euch auf eine in jeder Hinsicht besondere Morgen- und Abendpirsch zur Hirschbrunft in Westungarn im Jahr 2004 mit. Die Morgenpirsch begann fernab der Dörfer mit dem Anblick einer Rotte Wildschweine, die wir in der Hirschbrunft nicht bejagten. Die Pirsch ging weiter und nach dem nächsten Graben kam dieser Mittelalterhirsch in Anblick. Unser Berufsjäger lockte ihn immer wieder heran, bis er im Waldstreifen verschwand. Wir waren mittlerweile 1 Kilometer gepirscht und es war hell geworden, als wir einen starken Hirsch auf weite Entfernung ausmachen konnten. Den wollte sich unser Berufsjäger genauer ansehen. Und noch einmal. Probieren. 20 Meter überschieren. Es war bereits 11 Uhr vormittags. Wir pirschten noch einige 100 Meter hinter dem Rudel her, bis uns kurz danach unser Pirschführer verließ, um das Auto für die weite Rückfahrt zu holen. Wir sollten am breiten Forstweg auf ihn warten. Wir hatten es uns im Graben neben dem Forstweg gerade gemütlich gemacht und dann dieser Anblick. Wir diskutierten und fragten uns, ob wir den Hirsch auch ohne Berufsjäger erlegen dürften. Da wir aber für diesen Fall, sollte ein passender Hirsch in Anblick kommen, nichts besprochen hatten, blieb die Kugel im Lauf. Wenige Tage nach diesem Anblick wurde der Kapitale vom Sohn des Jagdleiters erlegt. Er hatte 10 Kilogramm Geweihgewicht und sein Alter wurde mit 10 Jahren bewertet. Kaum war der Kapitale mit Tier und Kalb im Wald verschwunden, zog ein junger Kronenhirsch auf den Forstweg. Er folgte dem Geruch des Tieres genauso wie der Kapitale es vorhin tat. Solch ein Anblick, nur wenige Meter vor uns setzte dieser Pirsch die Krone auf. Die Pirsch fand mit dem Anblick eines Fuchses, der auf wenige Meter an uns heranzog, und einer Rehgeiß im Hintergrund einen würdigen Abschluss. Am Abend desselben Tages ging es dann wieder hinaus ins Revier. Ein interessanter Bock zog am Hochsitz vorbei. Der Wind drehte, weshalb wir uns entschlossen, den Hochsitz zu wechseln. Wir saßen keine 5 Minuten, als dieser junge Hirsch aus der Föhrendickung auf uns zuzog. Für die vorherrschende Güte des Bestandes in diesem Revier war er ein Abschusshirsch.
Keine Eissprossen, schwacher Ansatz einer Kronenbildung und sehr schwach im Wildbrett, was aber vermutlich seiner Prunftaktivität zuzurechnen war. Keine 10 Meter neben uns wechselte der Hirsch durch den Graben. Unser Berufsjäger gab den Hirsch frei. Der Hirsch zog Stich von uns weg, weshalb wir genug Zeit hatten, den Hirsch selbst nochmals anzusprechen und eine Entscheidung zu treffen. So sticht dieser ja gar nicht. Auf ihn, ja. Obwohl wir auch mit diesem Hirsch Kriterien hätten finden können, warum man ihn erlegt, blieb die Kugel im Lauf. Wir wollten einen alten, reifen Hirsch erlegen, der unserem Berufsjäger in diesem Gebiet bekannt war. Ganz gespannt. Schaut. Nachdem sich der Jüngling ein wenig ausgerastet hatte, trat ein weiterer, sehr gut veranlagter junger Kronenhirsch aus und zog direkt auf den jungen Hirsch im Lager zu. Plötzlich drehte der Wind und beide Hirsche sprangen ab. Wir beschlossen, den Hochsitz zu verlassen und den Stimmen zu folgen, die hinter dem Waldkomplex zu hören waren. Am Weg dorthin tauchte wieder der junge Hirsch hinter uns auf, diesmal sogar mit einem kleinen Rudel Kahlwild. Immer näher zogen sie an uns heran. Wieder drehte der Wind und das Rudel mit dem Hirsch ging flüchtig ab.
Weiter ging die Pirsch in den Hochwald, hinter dem die verheißungsvolle Stimme zu hören war. Der Hirsch röhrte hinter dem Waldkomplex am freien Feld aus vollem Hals. Es waren nur mehr wenige Minuten Schusslicht, wir mussten uns beeilen. Der Hirsch wurde sofort als reif angesprochen und freigegeben. Sein kraftvolles Röhren war beeindruckend. Die rechte Hand am Knie aufgestützt, verließ die Kugel im letzten Büchsenlicht den Lauf und der Hirsch lag im Feuer. Beeindruckt von den Erlebnissen ging es zum Anschuss. Mit unserer Altersschätzung von mindestens 12 bis 13 Jahren lagen wir zwar nicht ganz falsch, aber er war dann doch wesentlich älter und ist bis heute der zweitälteste von uns erlegte Hirsch. So krank. Kämpfer. Kein Schuss. Stimmt. Allein. Gratuliere weiter. Danke dir. Herzlichen Dank. Krank, kämpfen. Super. Nach offizieller Bewertung war er 16 Jahre und hatte 5,6 Kilo Geweihgewicht. Ein Traumhirsch. Und seine Erlegung, vor allem weil er schwer geforkelt war, bedeutet uns bis heute noch immer sehr viel. Die Trophäe erinnert uns täglich an diesen Jagdtag. Weidmanns Dank.